Also hier haben wir einen Lenkerschalter von der XT600. Den möchte ich an meiner XT500 verwenden. Die sind, glaube ich, sogar baugleich. Ich hatte den einfach übrig und ich finde, optisch passt das ziemlich gut zu dem Motorrad. Dadurch, dass ich aber eine Moto-Gadget-Steuerung verwende, muss ich den komplett umbauen. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich den komplett zerlege. Sauber mache natürlich noch und komplett umlöte, damit ich den an der Steuerung verwenden kann. Ja Leute, so sieht der innen drin aus. Ist natürlich dreckig, weil das Ding uralt ist. Und ich werde jetzt hier das Innenleben rausbauen und die einzelnen Kabel hier auch natürlich rausschneiden und am Ende umbauen auf Steuerung über Masse. Und hier den kleinen Schalter, die ganzen Hupe und Blinker, das werde ich alles erneuern, fetten und instand setzen. Ja, der untere Teil ist jetzt ab und mache ich mit dem oberen weiter. Ja, einfach mit den Kontakten ein bisschen aufpassen. So sieht das Ding aus jetzt. Und das löte ich jetzt ab. Und dann gucken, wie das alles da zusammen gemacht wurde, damit ich das verstehe und wieder nachbilden kann. Der Lötkolben hat halt nicht so viel Power, deswegen dauert das immer ein bisschen. Blinkerschalter hier noch. Das hier muss ich jetzt erstmal kapieren, wie das ist und schneide das jetzt erstmal ab. Den Kabelbaum, wie ihr seht, ist schon uralt, den muss ich jetzt auf jeden Fall wegschmeißen, weil vielleicht ist irgendwo mal ein Bruch drin gewesen und Wasser reingekommen oder so und dann ist einfach Kacke. Hier in dem Stecker könnt ihr auch sehen, das Ding ist schon kaputt und durchgeschmolzen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht einfach einen neuen Kabelbaum irgendwie rein, weil damit ärgert man sich am Ende nur rum. So, ich habe das durchgemessen und ist ganz logisch, braun hier ist die geschaltete Masse beim Motorrad und wenn der Schalter aus ist, dann kommt quasi kein Strom weiter. Wenn ich den Schalter weitermache auf Standlicht, dann werden die beiden Punkte verbunden und braun geht weiter auf blau. Und blau ist hier unser Standlicht. Und wenn ich den Lichtschalter noch weiter schiebe, dann verbindet das Kabel die andere Seite und dann kommt aus dem gelben oder aus dem grünen jeweils Abblendlicht und Fernlicht raus. Zusammenfassend nochmal braunes Plus, dann kommt Standlicht, Abblendlicht und am Ende das gelbe Fernlicht. Den Schalter hier oben mache ich auch noch ab, damit ich hier oben die kleinen Kanten alle schön schleifen und sauber machen kann. Jetzt nehme ich das hier wieder raus und jetzt löte ich das ab und mache die neuen Leitungen dran. Und ich habe auch extrem dünne Adern, die man besser verstecken kann, weil da geht ja nur ein kleines Schaltsignal, also ein Impuls geht nur drüber, da ist ja kein Strom drauf, kein gar nichts, also keine Leistung. Deswegen kann ich auch ruhig die kleinen Mini-Drähtchen da nehmen, um die besser verstecken zu können. Ich mache manchmal ein bisschen Blödsinn hier drauf, beim Ablöten auch, damit die Kontaktfläche größer ist und das dann sich schneller erwärmt. Zack. Kontakte hier, die sehen ein bisschen doof aus. Man sieht, dass sie ein bisschen schwarz sind, deswegen hier so ein Schleifschwamm. Und dann glänzt es wieder ganz schön. Jetzt fülle ich die ganzen Lötpunkte erstmal wieder mit frischem Lot auf. Dann kann ich nämlich auch beim Löten das Kabel quasi nur noch da ranstecken. Das soll man schön hier vollsaugen lassen. Und dann kommt das nur noch hier so drauf. Braun, also jetzt unser neues ist das schwarze. Und wird dann einfach reingedrückt. So, und das mache ich jetzt noch mit den ganzen anderen Kram. So, das Ding ist fertig. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig gemacht, aber sollte eigentlich passen. Stecken wir das mal wieder da rein und gucken, ob es funktioniert. So war das. Zack. Ich habe natürlich hier diese schönen Adern jetzt dran. Und dann piepse ich den Kram mal durch. So, umgestellt auf Piepsi. Wenn ich jetzt alles ausschalte, müsste nichts passieren. Nein, piepst nichts. Wenn ich jetzt das Standlicht anmache, dann sollte blau piepsen. Und die anderen nicht.
Wenn ich jetzt das Licht einschalte und der Fernlichtschalter auf Abblendlicht ist hier, dann sollte das grüne piepsen, weil das hier nicht ganz alles perfekt zusammengebaut ist, piepst aber schon mal. Und jetzt auf Fernlicht, das hat aber vorhin schon ein bisschen Probleme gemacht. Oh, geht aber auch. Okay, gut, hat alles super funktioniert. Dann geht es jetzt an Hupe und an die Blinker und dann ist das Ding auch schon umgebaut. Hier seht ihr jetzt noch die Masse von der Hupe und die muss natürlich auch angeschlossen werden. Hier an dem Blinker schließe ich die an und von dort gehe ich nochmal mit einem Kabel nach oben und schließe da oben natürlich auch nochmal die Masse an. Und das schließe ich dann am Rahmen an das Massekabel. Jetzt ist es eingeklippt. Jetzt kommt da das Teil hin. Und bei diesen Plastikgewinden mache ich es immer so, ich mache die Schraube rein, drehe dann langsam rückwärts, bis es einmal überspringt übers Gewinde und dann weiß man genau, dass da das Gewinde ist und dann kann man die wieder so reindrehen vorsichtig, weil sonst kann es sein, dass man ein zweites Gewinde reinschneidet in das aktuelle, was es schon gibt und dann habt ihr gleich das Plastikgewinde zerstört. Wahrscheinlich muss ich das nochmal rausholen, weil ich will ja noch einen Schlauch drüber ziehen. Und da habe ich jetzt erstmal Ruhe. So, und jetzt hier das Ding noch da drauf. Da kommt jetzt noch ein bisschen Fett drauf, und damit das alles schmierig ist, damit der Blinkerhebel hier gut gleiten kann. So kommt das da rein. Und dann kann das ganze Teil zugeklappt werden. Ja, dann testen wir das Ganze. Wieder mit dem Messgerät. Im Pieps-Modus. Jetzt nochmal kurz einen Start-Pieps-Test. Piepst. So, wir haben jetzt den Schalter auf Off, wir haben den Abblendschalter, wir haben keine Hupe gedrückt und wir haben auch keinen Blinker aktiviert. Das bedeutet, eigentlich müsste nirgends es piepsen. Das stimmt schon mal so weit. Das ist Fernlicht. Geht. Jetzt piepst mein Ladegerät. Orange war die Hupe. Jetzt hat er gepiepst. Dann haben wir lila hier für Blinker links. Geht. Dann hat alles funktioniert. Das Teil ist fertig. Ich mache jetzt hier noch einen Gewebeschlauch drum, damit das schöner aussieht. Und dann kann es am Motorrad montiert werden. Das Teil ist somit fertig. Das ist ein originales Teil, was jetzt ein anderes Innenleben hat. Hat wieder ein bisschen gedauert, aber ich finde, der Aufwand lohnt sich. Und wofür habe ich das jetzt nochmal gemacht? Einfach, um den Schalter an diese Steuerung hier anzuschließen. Passt auch mit den Kabeln sehr schön. Zum Abschluss nochmal, wie es montiert aussieht. Ich habe jetzt hier diesen Schlauch angebracht mit einem kleinen Schrumpfschlauch, der läuft dann da rum. Gewebeschlauch läuft hier und dann kommt er da an die Steuereinheit ran. Und noch ein kurzer Test. Hupe, hupt, Blinker, Licht, Fernlicht, den ganzen Blödsinn, alles funktioniert.